Still, it catches me a little off guard when people are. Wenn das FBI in einem Privatanwesen auftaucht, geht es nie um eine Kleinigkeit. Aber wenn es sich um das Haus von Prinz Harry und Meghan Markle in Kalifornien handelt, nehmen die Dinge eine dunklere Wendung. Geflüster über eine Bundesuntersuchung. Seltsame Dinge wurden aufgedeckt. Und jetzt deuten neue Dokumente darauf hin, dass die Wahrheit vielleicht noch beunruhigender ist, als irgendjemand gedacht hat. Hier ist die Frage für Sie: Glauben Sie, dass die Medien das alles übertreiben? 1. Oder geschieht hinter den Kulissen etwas sehr Reales? 0. Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung in den untenstehenden Kommentaren mit, denn diese Geschichte steht erst am Anfang. Schauen wir uns an, was wirklich passiert ist und was das FBI angeblich hinter diesen millionenschweren Toren entdeckt hat. Die schockierende Entdeckung wurde gemacht. In dem Moment, in dem wir glaubten, dass es für Prinz Harry und Meghan Markle nicht mehr schlimmer kommen könnte, geschah es doch. Stellen Sie sich einen Moment lang vor. Sie wären nicht irgendein Prinz, sondern der Prinz von England, und Ihr Visumsantrag würde aufgrund Ihres Drogenkonsums abgelehnt. Doch das ist noch nicht einmal der schlimmste Aspekt der Situation. Was ist die eigentliche Überraschung? Das Haus des Herzogs und der Herzogin von Sussex wurde offenbar vom Federal Bureau of Investigation FBI umfassend durchsucht. Und die Funde, die dabei gemacht wurden, waren ziemlich belastend. In mehreren Quellen wird behauptet, dass Arzneimittel entdeckt wurden. Manche glauben, dass es etwas viel Schädlicheres war. Interessieren Sie sich für die Entdeckungen, die gemacht wurden? Bleiben Sie dran, denn der Beginn dieser Erzählung steht vor der Tür. Die Gerüchte und Spekulationen über die Entdeckung von Medikamenten kamen nicht von ungefähr. Im Jahr 2023 nahmen sie ihren Anfang mit den Worten von Prinz Harry selbst. Spare. Seine aufrührerischen Memoiren enthalten ein Geständnis, in dem er die Einnahme von Betäubungsmitteln praktisch einräumt. Diese Aussage hat nicht nur das Vertrauen der Leser erschüttert. Die konservative Denkfabrik in den Vereinigten Staaten begann zu hinterfragen, warum Prinz Harry in das Land einreisen durfte, nachdem sie Bedenken geäußert hatte, aufgrund der Tatsache, dass er so offen über seinen Drogenkonsum gesprochen hat, wurden erhebliche Bedenken hinsichtlich der Art und Weise geäußert, in der er den Visumsantrag ursprünglich ausgefüllt hatte. Das liegt vor allem daran, dass ausländische Staatsangehörige, die ein Visum für die Einreise in die Vereinigten Staaten beantragen, direkt nach Vorstrafen im Zusammenhang mit Drogen oder dem Konsum illegaler Substanzen befragt werden. Dies ist ein wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt. Eine Vorgeschichte mit Drogenmissbrauch führt automatisch zu einer Ablehnung. Nach der Ankunft ihrer Tochter Lilibet auf amerikanischem Boden begrüßte Harry, der 5 Jahre zuvor mit Meghan und ihrem Sohn Archie in die Vereinigten Staaten ausgewandert war, dann ihre Tochter. Die Veröffentlichung von Spare in 2023 löste dagegen mehr als nur eine Diskussion in den Medien aus. Prinz Harry beschrieb in seinen Memoiren seinen Konsum von Substanzen wie Kokain, Marihuana und halluzinogenen Pilzen sowohl als Teenager als auch als Erwachsener. Außerdem soll er zugegeben haben, dass Kokain nicht sehr angenehm sei und ihm keine Freude bereite, aber er fühle sich dadurch anders. Das war sein Hauptziel. Was für ein Schock, nicht wahr? Das Ergebnis war, dass Harrys Bestreben, wahrheitsgemäß über seinen Hintergrund zu sprechen, ein totaler Fehlschlag gewesen war. Diese Enthüllungen mögen zwar zu Harrys Aufstieg und zu steigenden Buchverkäufen beigetragen haben, doch sie machten ihn auch zur Zielscheibe in den Vereinigten Staaten, wo er derzeit lebt und arbeitet. Die Heritage Foundation, eine konservative Denkfabrik in den Vereinigten Staaten, hat aufgrund all dieser Ereignisse eine Klage nach dem Freedom of Information Act eingereicht, die zu schwerwiegenden rechtlichen Schritten führte. Das Ziel ist es, die Angaben zu erhalten, die Prinz Harry in das Einwanderungsformular eingetragen hat. Die Stiftung vertrat die Ansicht, dass die Darstellung von Prinz Harrys Eingeständnis, Drogen konsumiert zu haben, in den Medien zu erheblichen Bedenken geführt habe. Wurde der König absichtlich in seinen Einwanderungspapieren getäuscht? Wurde ihm bei der Einreise in die Vereinigten Staaten eine Vorzugsbehandlung zuteil? Die Stiftung vertrat die Auffassung, dass ein erhebliches öffentliches Interesse an der Klärung der Frage bestehe, ob der Herzog alle Informationen in seinem Visumsantrag vollständig offengelegt habe. Auf den ersten Blick sah es so aus, als ob die Angelegenheit geklärt wäre. Im September 2024 entschied Bezirksrichter Carl Nichols, den Antrag abzulehnen. Juliet Redden, eine Kommentatorin für königliche Angelegenheiten, erklärte, der Richter habe festgestellt, dass kein ausreichendes öffentliches Interesse bestehe
um Harrys Recht auf Privatsphäre zu gefährden. Und damit schien die Angelegenheit abgeschlossen zu sein. Die Dinge nahmen dann eine dramatische Wendung zum Schlechteren. Harry hat seinen langwierigen Rechtsstreit im Vereinigten Königreich gegen die Zeitungen, die dem Unternehmen von Rupert Murdoch gehören, erfolgreich beigelegt. Bei uns ist heute Juliette Redin, eine königliche Kommentatorin. In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse änderte derselbe Richter seine Entscheidung, nachdem die Heritage Foundation Berufung eingelegt hatte, so Redden. Dies deutet darauf hin, dass die bisher zurückgehaltenen Unterlagen nun offengelegt werden, was Prinz Harry möglicherweise große Schwierigkeiten bereiten könnte. Wir sind davon ausgegangen, dass sich Prinz Harry während dieses Prozesses, der, wie gesagt, 8 Wochen dauern sollte, im Vereinigten Königreich aufhalten würde. Andererseits glaube ich, dass Prinz Harry aufgrund dieses Ergebnisses sehr glücklich sein kann. Redin hat angedeutet, dass der Herzog den Inhalt dieser Akten als Herausforderung empfinden könnte. Harry benutzte eine mysteriöse Art von Visum, um in die Vereinigten Staaten von Amerika einzureisen. Der Artikel von Redin deutet darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, dass Prinz Harry mit einem speziellen Visum, dem sogenannten A1, in die Vereinigten Staaten von Amerika eingereist ist. Meiner Meinung nach ist das nicht der Fall. Ich habe die ganze Nacht über versucht, mit dem Palast zu sprechen, aber niemand schien daran interessiert zu sein, sich zu dieser Angelegenheit zu äußern. Ich habe den Eindruck, dass sie sich diese Information für Prinz Harry offen halten. Außerdem habe ich keinen Zweifel daran, dass sie sich darüber freuen werden. Eine ungewöhnliche Kategorie, die normalerweise für Könige und höchste Staatsbeamte vorgesehen ist. Sollte dies der Fall sein, wurde er während des Bewerbungsverfahrens vielleicht nicht einmal zu seinem Drogenkonsum befragt, was die Situation völlig verändern könnte. Aber Harry hat sich nicht geäußert, was nicht weiter verwunderlich ist, da eine Äußerung die Dinge verkomplizieren könnte. In einem Interview mit der New York Times erklärte der Prinz, er sei sehr froh, in den Vereinigten Staaten von Amerika zu sein und seine Kinder in diesem Land großzuziehen. Das Visumsproblem wurde mit keinem Wort erwähnt. Und es gab auch keine Reaktion auf die Empörung, die daraufhin ausbrach. All dies wirft jedoch die Frage auf, ist es möglich, dass Harry sein Visum wirklich verliert? Tatsache ist jedoch, dass noch niemand etwas davon weiß. Alles hängt vom Inhalt der zurückgehaltenen Dokumente ab. Wenn sich herausstellt, dass er in dem Formular gelogen hat, könnten die Strafen hart ausfallen. Was den bisherigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, betrifft, so waren seine Äußerungen zu diesem Thema recht zweideutig. Laut Redin sagte Trump im März des vergangenen Jahres, also vor seiner Wiederwahl, zu Nigel Farage, einem Politiker aus dem Vereinigten Königreich, dass Harry nicht von der Sonderbehandlung ausgenommen werden dürfe und dass, wenn er lüge, entsprechende Maßnahmen ergriffen würden. Im Februar dieses Jahres schien es jedoch, als habe sich Trumps Position geändert. Redon ist der Meinung, dass es für die Familie Sussex schrecklich wäre, wenn Harry abgeschoben würde. Vor allem jetzt, da Meghan ein neues Unternehmen gegründet hat und sie sich in Montecito gut eingelebt haben. Er äußerte seine Meinung in einem Interview mit der New York Post, in dem er erklärte, dass er nicht die Absicht habe, Harry zur Ausreise aus den Vereinigten Staaten zu zwingen. In Anbetracht der Ereignisse stellt sich die Frage, was die königliche Familie zu all dem zu sagen hat. Wie lautet ihr Kommentar? Wenn überhaupt. Die Lösung ist nichts, wie sich herausstellt. Nichts, wie sich herausstellt. Es stellt sich heraus, dass es gar nichts ist. Der Grund dafür ist uns allen bekannt. Aber wenn nicht, bleiben Sie hier. Die Informationen, die Sie gleich hören werden Sie schockieren. Konzentrieren wir uns auf das Hauptthema. Prinz Harry ist immer in einen Skandal verwickelt. Prinz Harry hat sich öffentlich zu der Entscheidung geäußert, die er und seine Frau Meghan getroffen haben, um ihr königliches Leben hinter sich zu lassen. Diese Erklärung gab er in einem Video ab, das er auf seiner Instagram-Seite für die königliche Familie von Sussex veröffentlichte. Darüber hinaus begann ein großer Teil dieser Diskussion, oder zumindest brach sie aus, als er seine bahnbrechenden Memoiren Spare veröffentlichte. Wenn Sie sich erinnern, als Sperre ursprünglich veröffentlicht wurde, herrschte große Verwirrung. Das Buch war voll von ungefilterten, herzlichen und, wenn wir ehrlich sind, skandalösen Geständnissen. Ich halte es in keiner Weise für beschneidend. Ich möchte, dass Sie wissen, dass mein Bruder und ich uns sehr lieben. Ich empfinde eine tiefe Liebe für ihn. Vor allem in den letzten 6 Jahren gab es viel Leid zwischen uns beiden. Ich habe nie die Absicht gehabt, meiner Familie mit dem, was ich geschrieben oder aufgenommen habe, in irgendeiner Weise zu schaden.
Er hat nicht nur die ganze Zeit über seine eigenen persönlichen Probleme gesprochen. Seine Enthüllungen brachten das verworrene Netz der königlichen Existenz ans Licht. Auf diese Weise ins Licht der Öffentlichkeit gerückt zu werden, war für die königliche Familie nicht besonders unangenehm. Es gab nie eine einzige schlechte Geschichte, die mir beigebracht wurde. Darüber hinaus war ich als königlicher Redakteur für 2 der bekanntesten Boulevardzeitungen tätig, The Sun und Mail on Sunday. Einer der Hauptgründe, warum sich die königliche Familie dafür entschieden hat, inmitten des Sturms, den Prinz Harry derzeit erlebt, zu schweigen, ist dieses Buch. Sie wollen nicht noch mehr in eine Kontroverse hineingezogen werden, weil sie in der Vergangenheit schon viel durchgemacht haben. Wenn ihr euch auf die Seite von Harry und Meghan stellt, werdet ihr denken, wow, die mussten ja ganz schön was einstecken, und ich bin auf ihrer Seite. Diejenigen unter euch, die noch nicht auf dem Laufenden sind, sollten sich jedoch so schnell wie möglich auf den neuesten Stand bringen. Im Juli 2021 kündigte Prinz Harry an, dass er seine Memoiren schreiben werde, die er als sehr persönlich und emotional bezeichnete. Berichten zufolge hat der Buckingham-Palast zu diesem Zeitpunkt begonnen, sich auf die Auswirkungen vorzubereiten, die das Buch haben wird. Es ist notwendig, Gespräche zu führen, aber es gibt viele Dinge, die ich bereit bin zu verzeihen. Außerdem ist die Rechenschaftspflicht ein notwendiger Bestandteil des Prozesses, um Versöhnung zu erreichen. Spulen wir vor bis zur Veröffentlichung des Buches. Und es stellte sich heraus, dass ihre Bedenken berechtigt waren. Das Buch hat nicht nur die Gemüter erregt, sondern sie auch aufgerüttelt und gereinigt. Spera erzählte unverfälschte, intime Momente und persönliche Gespräche, die nie für jemanden außerhalb des Palastes bestimmt waren. Denken Sie zum Beispiel an den verblüffenden Bericht, den der Guardian veröffentlichte. Ein weiterer Vorwurf. Dan Harry erhob, dass sein Vater ihm den finanziellen Geldhahn zugedreht habe. In Wirklichkeit wissen wir jetzt, dass dies nicht der Fall war. Es hat sich herausgestellt, dass eine Reihe von Aussagen, die in diesem Interview gemacht wurden, nicht korrekt waren. Harry enthüllte in einem der Kapitel einen schockierenden Vorfall, bei dem es zu einer gewalttätigen Konfrontation zwischen ihm und Prinz William kam. Stimmt es, dass diese Mitglieder sich entschieden haben, sich mit dem Teufel zu verbünden, ihren Ruf und ihr Image zu verbessern? Tja, das stimmt. Aber in dem Moment, in dem diese Rehabilitierung auf Kosten anderer Menschen, einschließlich meiner selbst und anderer Mitglieder meiner Familie, erfolgt, ist der Punkt erreicht, an dem ich meine Grenzen ziehe. Um Ihre Frage zu beantworten, ja, sein eigener Bruder, den er sowohl als meinen geliebten Bruder als auch als meinen schlimmsten Widersacher bezeichnet. Was Harry betrifft, so erreichten die Spannungen im Jahr 2019 in seiner Residenz in London ihren Höhepunkt. Berichten zufolge bezeichnete William Meghan als hart, rau und aggressiv. Aber er war nicht allein. Berichten zufolge besaß eine beträchtliche Anzahl von Königen die gleiche Vitalität. Als wir anfingen, haben alle gelächelt. Die Familie zeigte sich sehr optimistisch. Harry und Meghan hoffen, dass sie auch nach ihrem Umzug nach Windsor eine gewisse Normalität für sich und ihr Kind aufrechterhalten können. Trotz der Tatsache, dass Kate Middleton in einem neuen Kleid vorgeführt wurde, ist die Ankunft des neuen Babys immer noch ein großer Unterschied. Sie hatten die Vorstellung, dass Meghan und Harry ein dynamisches Team sein würden, das das Unternehmen in die Zukunft führen würde. Die Dinge entwickelten sich jedoch in einer Weise, die an einen königlichen Katastrophenfilm in Zeitlupe erinnerte. Die Tatsache, dass die verstorbene Königin echtes Vertrauen in Meghan hatte, macht die Situation noch komplizierter. Im Palast herrscht ein Gefühl der Enttäuschung und Frustration. Und ich glaube, dass das Paar das Bedürfnis hat, weiterhin darüber zu sprechen, wie unglücklich sie in ihrem royalen Leben waren. Ich glaube, das liegt daran, dass sie das Bedürfnis haben, ihre Gefühle zu zeigen. Während dies geschieht, Ingrid Seward, eine königliche Biografin, behauptet, dass die Königin sie standhaft unterstützte, sogar bis zu dem Punkt, an dem Philip, der nur selten lügt, seine Bedenken äußerte. Zum besseren Verständnis, Harry hat schon seit geraumer Zeit seinen Wunsch geäußert, die königliche Familie zu verlassen. Er wusste einfach nicht, wie er es anstellen sollte. Während seiner Zeit beim Militär äußerte er den Wunsch, ein König zu sein. Er bemerkte, ich erinnere mich noch gut daran. Ich wünschte nur, ich wäre kein Prinz. Der Charme wurde von Philipp nicht gekauft. Als einer der wenigen, die sich früh gemeldet haben, fand er es beunruhigend, wie sehr Meghan ihn an Wallis Simpson erinnerte. Er war einer der wenigen, die es früh erkannt haben. Dieser Wallis,
Definitive. Das ist die Dame, die die Monarchie im Grunde genommen auf den Kopf gestellt hat. Philipp hat Meghan hinter den Türen des Palastes einen kleinen Spitznamen gegeben, weil er sie so sehr mochte. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Meghan selbst über die Schwierigkeiten gesprochen hat, die damit verbunden sind, dass sie eine gemischtrassige Person ist. Sie hat gesagt, dass ich nicht schwarz genug für die Positionen war, die für Schwarze zur Verfügung standen. Um die weißen Charaktere zu spielen, war ich nicht weiß genug. Außerdem stand ich als Person mit gemischter ethnischer Herkunft im Mittelpunkt. Die Abkürzung für Duchess of Windsor ist D.O. Doe. Und es geht sogar noch weiter. Wallis trug ein hellblaues Kleid, als sie Edward 1937 heiratete, und trug damit der Tatsache Rechnung, dass es nicht ihre erste Hochzeit war. Sie hat sich ganz wie im Märchen gekleidet. Meghan. Das Givenchy-Kleid ist weiß, hat lange Ärmel und einen Bateau-Ausschnitt. Die ganze königliche Fantasie. Ihr Outfit war perfekt für eine Erstlingsbraut, obwohl es ihre zweite Ehe war. Mit der Absicht, eine Kerngruppe von Angestellten zu behalten, die hier eine Art von Betrieb für sie führen sollten. Sie haben beschlossen, es nicht zu tun. Alle ihre Verbindungen werden gekappt. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass sie jetzt in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Kanada unabhängig voneinander tätig sind. Und es scheint, dass die Königin dies zur Kenntnis genommen hat. Während der gesamten Zeremonie äußerte die Königin nur eine einzige Bemerkung, wie Lady Elizabeth, die diese Information an Seward weitergab, berichtete. Es war ziemlich weiß für die Kleidung. Chillig, unaufdringlich und traditionell, it's Liz. Übersetzt du? Bis zur St. George's Chapel. In weiß gekleidet. Gab es ein übertriebenes Maß an Verhalten. Doch Meghan verhielt sich nicht gerade subtil. Falls das Kleid dies nicht verdeutlichte, so tat es der 16 Fuß lange Schleier. Die Spitze, die mit Blumenmustern aus jedem der 53 Commonwealth-Mitglieder verziert war, zierte das Kleid. Ein Statement. Wenn es je eines gab, dann war es genau das. Berichten zufolge stellte die Königin in Frage, ob ein Schleier überhaupt notwendig sei. In der Tat ist es eine gängige Weisheit, dass ein Schleier nicht notwendig ist. Insbesondere im Falle einer zweiten Hochzeit. Die zunehmende geschlechtsspezifische Gewalt, die wachsende Verpflichtung zu unbezahlter Betreuungsarbeit und das Auftreten neuer Hindernisse haben dazu beigetragen, dass viele Fortschritte, die Frauen am Arbeitsplatz gemacht haben, wieder zunichte gemacht wurden. Wir haben einen entscheidenden Moment für die Gleichstellung der Geschlechter erreicht. Selbst Camilla war anlässlich ihrer Hochzeit mit Charles nicht anwesend. Aber was ist mit Meghan? Um ein großartiges Debüt zu geben, ist Meghan gekommen. Wo ist William? Er wollte das alles nicht glauben. Tina Brown, eine Expertin für königliche Angelegenheiten, fand bei mehr als 100 Palastinsiedern heraus, dass William erhebliche Vorbehalte in dieser Angelegenheit hatte. William war nicht nur in einem Lebensstil gefangen, sondern auch in einem Lebensstil, in dem er selbst gefangen war und von dem er nicht wusste, dass er gefangen war. Weil er Harry kannte, nicht weil er eine negative Meinung von Meghan hatte. In seinem Schreiben beschrieb Brown, dass es jedes Mal, wenn sich sein Bruder verliebte, wie eine Explosion des Vesuvs war. Um die Wahrheit zu sagen, hat er sich selbst in ein Gaslighting begeben. Denn Tatsache ist, dass er seine Familie für Geld verkauft, obwohl er so oft über das Elend gesprochen hat, betrogen worden zu sein. Und dieses Mal gab es keinen Zweifel daran, dass es eine Explosion geben würde. Zu Beginn, als Harry William mitteilte, dass er Meghan einen Heiratsantrag machen wolle, versuchte William, die Aufmerksamkeit auf den Antrag zu lenken. Es sei zu früh, um sich zu verloben, warnte er Harry, weil die Beziehung zu diesem Zeitpunkt schon zu schnell voranschreite. Als William außerdem versuchte, Harry Daven abzubringen, Meghan entweder in der Westminster Abbey oder in der St. Paul's Kathedrale zu heiraten, verschlechterte sich die Beziehung. Paul's Cathedral zu heiraten, begann sich die Beziehung zu verschlechtern. Wie Sie vielleicht wissen, sind diese Orte wichtig, weil William dort Kate geheiratet hat und ihre Eltern dort ihre königliche Hochzeit gefeiert haben. Handelt es sich um einen Zufall oder um eine bewusste Manipulation der Situation? Entscheiden Sie selbst. Aber das Drama der königlichen Familie ist damit noch nicht zu Ende. Das Gegenteil ist der Fall. Eine weitere schockierende Enthüllung machte der Sohn, der sich auf eine spanische Ausgabe von Spare. Ich betrachte das in keiner Weise als Beschneidung. Ich möchte, dass Sie wissen, dass mein Bruder und ich eine tiefe Liebe füreinander empfinden. Ich habe eine tiefe Liebe für ihn.
Vor allem in den letzten 6 Jahren hat es viel Leid zwischen uns beiden gegeben. Ich hatte nie die Absicht, meine Familie mit irgendetwas zu verletzen. Was ich geschrieben oder aufgenommen habe, Harry sagte, dass sowohl er als auch William ihren Vater angefleht hätten, Camilla nicht zu heiraten, die jetzt die Königin-Gemahlin ist. Ja, eine flehte. Es wird berichtet, dass die Brüder deutlich machten, dass sie nicht als Stiefmutter haben wollten, obwohl sie sagten, dass sie als Mitglied der Familie akzeptieren würden. Da die Familie nach einer Hierarchie strukturiert war und sie auf dem Weg zur Königin war, wurden einzelne Personen oder Leichen auf der Straße zurückgelassen. In keiner Weise habe ich jemals erwähnt, dass sie rassistisch sind. Sie sagten, dass es Kommentare gab, über die man sich Sorgen gemacht hat. Aufgrund seiner Hautfarbe herrschte Unsicherheit. Ganz genau. Würden Sie das nicht als grundlegend rassistisch bezeichnen? Ich würde es nicht tun, weil ich nicht zu dieser Gruppe gehöre. Wie hat Charles auf die Situation reagiert? Was Harry betrifft, so hat er nicht reagiert. An einem bestimmten Punkt des Romans wird Harry Zeuge, wie er Camilla beschuldigt, vertrauliche Gespräche an die Presse weitergegeben zu haben. Diese Anschuldigung wird aufgrund der oben beschriebenen Beziehung erhoben. Das ist in der Tat das gleiche Vergehen, das William ihm vorwarf. Harry stellte Camilla also nicht nur als clevere Drahtzieherin dar, sondern deutete auch subtil an, dass Charles dies entweder ermöglichte oder sich nicht genug darum kümmerte, es zu verhindern. König Charles hingegen war mehr um die Wirkung besorgt, die Sparrow auf Camilla haben könnte, als um sich selbst. Ja, sein persönlicher Ruf war nicht das Wichtigste für ihn. Wenn Harry jedoch Camilla einen Schlag versetzen würde, wäre das, was ihm wirklich Angst machen würde. Aber Camilla war nicht die Einzige, die Schläge einstecken musste. Es ist eine schreckliche Sache, dass Sparre sich kopfüber in einige der quälendsten und dunkelsten königlichen Gerüchte gestürzt hat. Außerdem diskutieren wir über das Problem mit James Hewitt. Das ist das Gerücht. Richtig? In dem Buch Sparre bestätigt Harry unmissverständlich, dass sein Vater früher Witze über das Gerücht gemacht hat. Er sei nicht Harrys biologischer Vater, sondern James Hewitt, Dianas Ex-Geliebter. Es handelt sich nicht nur um eine flüchtige Bemerkung. Laut Harry kicherte Charles und sagte Dinge wie, wer weiß, ob ich wirklich der Prinz von Wales bin? Während er im Gespräch war. Kannst du dir überhaupt sicher sein, dass ich dein leiblicher Vater bin? Meiner Meinung nach war das eine wirklich schwierige Zeit für sie, die sie durchmachen mussten. Und in dieser Zeit, so wie in den Jahren nach Dianas Tod, stellen Sie sich vor, Sie wären ein Kind und würden das von Ihrem eigenen Vater hören. Andererseits behauptet Harry in dem Buch, dass Diana Hewitt erst nach seiner Geburt kennengelernt hat. Wie sieht es mit dem Schaden aus? Als wir an diesem Ort ankamen, war Dal bereits da. Gehen wir zur nächsten Wunde, indem wir sie besprechen. Dies ist der Moment, in dem Harry erfährt, dass Königin Elizabeth II verstorben ist. Nach all dem, was passiert ist, sollte man annehmen, dass sich jemand direkt an ihn gewandt und ihn informiert hätte. Doch das war bei weitem nicht die Wahrheit. Wie Sky News berichtet, erfuhr Harry, dass seine Großmutter verstorben war. Die BBC-Website ist die Quelle, nicht von einem Anruf am Telefon, nicht von einem Mitglied seiner Familie. Und als er sich der trauernden Familie in Balmoral anschließen wollte, soll Charles ihm mitgeteilt haben, dass Meghan dort nicht willkommen sei. Sind sie nicht traurig? Die Sussexes hingegen haben die Fähigkeit perfektioniert, schnell weiterzuziehen, was das Einzige ist, was sie beherrschen. Zum einen gehen sie damit als Verteidiger einer alten Dynastie um, zum anderen als Vater. Darüber hinaus haben wir erlebt, wie sie in ihrer Eigenschaft als Hüter der historischen Dynastie zu harten Maßnahmen greifen, wenn dies notwendig ist. Wie bei Prince Andrew, als sie ihn aus dem öffentlichen Dienst entfernten. Im Moment genießen Harry und Meghan ihre Zeit in den Vereinigten Staaten. Sonnenschein und Lächeln in Hülle und Fülle. Doch gerade als es so aussah, als hätte sich alles beruhigt, kam es zu einem Konflikt. Das war's. Ein weiterer Fall von Kontroverse ist aufgetaucht. Außerdem handelt es sich nicht um das gesamte Visa-Drama, auch wenn es sich im Hintergrund noch immer zusammenbraut. Dieses Mal gibt es 2 Seiten des Dramas. Aufgrund einer turbulenten Trennung von einer Wohltätigkeitsorganisation und einer nicht gerade süßen Marmeladenfirma sind die Nachrichten sauer. Eine neue Kontroverse ist aufgetaucht. Beginnen wir mit Harry. Der Herzog von Sussex hat vor kurzem ein langjähriges Amt für wohltätige Zwecke in Afrika aufgegeben und ist von seinem Posten zurückgetreten. Dennoch war die Abreise nicht ganz elegant. Wie die Medien berichteten, wurde der Weggang von einem Wirbelsturm von Anschuldigungen begleitet. Man kann alles nennen: Rassismus,
Mobbing, schlechtes Management und so weiter. Es war wie ein Konfetti aus Behauptungen und Gegenbehauptungen, das umherflog. Und plötzlich begann Harrys vermeintliche altruistische Renaissance eher wie ein PR-Kollaps zu wirken. Auch die Kommentatoren am königlichen Hof hielten sich nicht zurück. Es gibt einige Leute, die jetzt das gesamte Image von Sussex als, Zitat, giftig bezeichnen. Und gerade als man dachte, das sei das wichtigste Thema der Woche, kommt Meghan mit einer Lifestyle-Marke daher, die gerade erst gegründet wurde, und einer neuen Runde von Kritik, die dazu passt. Seit Beginn des Projekts hatte Meghan es angedeutet. Da waren zum einen die opulenten und ästhetisch ansprechenden Marmeladengläser, die unverhofft in den Küchen berühmter Persönlichkeiten auftauchten. Jedes Glas war mit dem Namen American Riviera Orchard versehen. Dies vermittelte eine grundlegende Energie, die aufstrebend und küstennah war. Wenn wir jedoch in den Februar 2025 vorspulen, sehen wir, dass der Name abrupt in einen anderen geändert wurde. Auf dieselbe Weise. Einfaches Rebranding? Vielleicht. Die Einführung war jedoch nicht ohne Schwierigkeiten. Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde schließlich der Tee ausgeschenkt. Oder, besser gesagt, es wurde ein Rundschreiben veröffentlicht, in dem die angebotenen Tees, Honigsorten, Marmeladen, Mürbegebäck und Crepe-Mischungen beschrieben wurden. Die Preisspanne reichte von 9 bis $28. Und das Internet überschlug sich mit Meinungen. Es war nicht nur so, dass die Kritiker die Produktlinie schlecht redeten. Jeder Aspekt der Ästhetik wurde von ihnen unter die Lupe genommen. Eines der beliebtesten Themen war das Logo. Das Thema ist das Logo. Um ehrlich zu sein, ist das fragliche Logo ziemlich attraktiv. Ein goldenes Abzeichen auf weißem Grund, das von einem länglichen Achteck umgeben ist. 2 Kolibris umgeben eine Palme. Es hat eine ruhige Atmosphäre. Es ist sehr modisch. Das ist wirklich wie in Montecito. Andererseits steht er derzeit im Mittelpunkt einer möglichen rechtlichen Kontroverse. Laut einer anonymen Quelle, die mit Vanity Fair sprach, wählte die Firma den Baum als Referenz zu Markles Haus in Kalifornien. Andererseits sind die Kolibris ein Lieblingsmotiv von Markles Ehemann, Prince Harry. Zu dieser Zeit suchte Meghan nach einem sanften Debüt in der Lifestyle-Sphäre, aber die Kritiker waren bereits vorbereitet. Einige Außenstehende äußerten sich jedoch skeptisch über die Inspirationsquelle für das Design. Diejenigen, die sich kritisch über das Design äußerten, wiesen darauf hin, dass es dem alten Wappen von Porreres, einer winzigen Gemeinde auf Mallorca, unheimlich ähnlich sei. In einem Interview mit The Sun im Februar erklärte Francisca Moraveni, die Bürgermeisterin von Porreres, dass sie rechtliche Schritte gegen As Ever wegen des Logos in Erwägung ziehe. Sie räumte jedoch ein, dass eine solche Klage für die Stadt zu teuer sein könnte. Veni brachte ihre Absicht zum Ausdruck, ihr Wappen gegen jede falsche Darstellung oder jeden Missbrauch zu schützen. Sie wies darauf hin, dass der einzige Unterschied zwischen den Logos die Verwendung von Vögeln als Motiv sei. Je nachdem, welchen Historiker man befragt, waren auf dem Original entweder Schwalben oder Tauben zu sehen, während Markles Entwurf Kolibris zum Thema der Kollektion hatte. Später erklärte sie gegenüber El País, dass das Design ihrer Meinung nach eine exakte Nachbildung des Originals sei. Darüber hinaus wurde Markles Unternehmen aufgrund der Änderung des Markennamens von American Riviera Orchard in As Ever einer unerwünschten Prüfung unterzogen. In dem Video, das sie zur Bekanntgabe ihrer Verlobung auf Instagram gepostet hat, sagte Meghan Markle, dass sie sich zunächst für American Riviera entschieden habe, um ihre Heimatgemeinde Santa Barbara zu symbolisieren. Andererseits hielt sie die Bezeichnung für viel zu restriktiv, da sie damit ihre Produktpalette auf Dinge beschränken würde, die in dieser Region produziert und hergestellt wurden. Schließlich habe sie sich für den Namen As Ever entschieden, der seit dem Jahr 2022 reserviert gewesen sei. Markles Team reichte am 17. September 2024 einen Antrag für die Marke As Ever ein, wie aus den Dokumenten hervorgeht, die beim US-Patent- und Markenamt eingereicht und hinterlegt wurden. Obwohl der Antrag am 26. März noch nicht veröffentlicht worden war, sorgte die Markteinführung für große Aufregung, obwohl der prüfende Anwalt bereits grünes Licht für den Antrag gegeben hatte. Anfang dieses Jahres wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen seinen Namen von American Riviera Orchard in As Ever ändern wird. Seitdem haben sich 2 andere Unternehmen mit demselben Namen zu Wort gemeldet und ihr Erstaunen zum Ausdruck gebracht. Bei der ersten handelt es sich um eine Bekleidungslinie namens As Ever, die in New York ansässig ist und seit 2017 von Mark Kolsky geführt wird. Kolsky, der sich überrascht zeigte,
machte aus der Situation keinen Hehl. Obwohl er von Markles Team nicht vorgewarnt worden war, sagte er gegenüber Vanity Fair, dass er nicht die Absicht habe, die Situation zu ändern oder rechtliche Schritte einzuleiten. Kolsky merkte an, dass es ein Problem sein könnte, wenn sie von Anfang an mit dem Ziel in das Geschäft eingestiegen wären, Kleidung zu produzieren. Da sie keine Kleidung herstellen, habe ich kein Interesse daran, mich mit ihnen auf einen Krieg im öffentlichen Forum einzulassen. Jen Corbett, Inhaberin von As Ever Photography, verfolgte einen vergleichbaren Ansatz. Zunächst veröffentlichte sie einen Beitrag auf Instagram, in dem sie erklärte, wenn eine der berühmtesten Personen der Welt anfängt, deinen Geschäftsnamen zu verwenden, den du seit mehr als einem Dutzend Jahren benutzt und den du zu Ehren deiner Großmutter benannt hast, scheint es, als könnten sie mir einen kleinen Knochen zuwerfen. Nachdem sie jedoch über die Situation nachgedacht hatte, entschied sich Corbett, den Beitrag zu entfernen und betonte, dass sie die Situation zwar genossen habe, aber nicht die Absicht gehabt habe, einen öffentlichen Streit anzuzetteln, obwohl sie angedeutet hat, dass sie nicht daran interessiert ist, Hass gegen sie zu schüren, ist der Name nicht das Einzige, das Probleme verursacht. Darüber hinaus wurde As Ever für die Art und Weise, wie es seine Produkte vermarktet, kritisiert. Diese kühne Behauptung ist auf der Website der Marke zu sehen, auf der es heißt, As Ever ist mehr als eine Marke. Es gibt eine Sprache der Liebe. In der Zwischenzeit enthielt Markles E-Mail eine Beschreibung der Verpackung des Himbeeraufstrichs, die darauf schließen lässt, dass die für Liebesbriefe oder andere wichtige Dinge wiederverwendet werden könnte. Markles große Idee schien darin zu bestehen, Marmeladengläser auszuspülen und wiederzuverwenden, kommentierte Margaret Hartman, leitende Redakteurin bei The New Yorker. Hartman konnte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, Markle während ihrer Rede auf die Schippe zu nehmen. Dieser Sarkasmus trägt zur anhaltenden Diskussion über Meghan Markles Netflix-Miniserie With Love, Meghan bei, die für die Darstellung eines von verschwenderischem Wohlstand geprägten Lebens in Montecito kritisiert wurde. Der Guardian veröffentlichte eine besonders harsche Kritik, in der er As Ever als so unsympathisch bezeichnete, dass man sich unwohl fühlte. Es ist noch zu früh, sich ein abschließendes Urteil über As Ever zu bilden, vor allem wenn man bedenkt, dass die Marke gerade erst auf den Markt gekommen ist. Im Moment stellt sich die Frage, ob eine Kollektion von Gourmet-Konfitüren und Mürbegebäck die immer länger werdende Liste von Problemen überwinden kann oder nicht. Die Zeit ist das Einzige, was wir sagen können. Stellen wir uns also die große Frage, ist das Anwesen von Harry und Meghan nur ein Missverständnis? Oder verbirgt sich hinter den Schlagzeilen noch eine dunklere, tiefere Geschichte? Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was Sie denken. Wenn Sie raten müssten, was glauben Sie? Wonach das FBI wirklich gesucht hat? Wenn dich diese Geschichte erstaunt hat, zögere nicht, den Gefällt-mir-Button zu drücken, zu abonnieren und noch einmal zu abonnieren. Wir haben noch mehr Bomben auf Lager und glaub uns, diese Folge ist erst der Anfang.